Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren herbstlichen Kartoffelauflauf mit Kürbis, Speck und getrockneten Tomaten. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem ca. 125 Gramm Speck in kleine Würfel oder Streifen schneiden. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Speck in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten darin anbraten. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Kartoffeln. 750 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln als erstes schälen, dann in kleine Würfel schneiden. Außerdem habe ich hier noch 750 Gramm Butternut-Kürbis, ebenfalls schälen und dann würfeln. Die Kartoffeln kommen jetzt als erstes mit in die Pfanne, eine gute Prise Salz sowie 150 Milliliter Wasser dazugeben, alles einmal umrühren und mit geschlossenem Deckel für ca. 5 bis 6 Minuten vorgaren. Währenddessen für die Soße einen gehäuften Teelöffel Speisestärke in einen Mixbecher geben, eine Knoblauchzehe dazu pressen, außerdem 500 Milliliter kalte Milch dazu gießen, alles einmal gut umrühren und dann kurz zur Seite stellen. Danach habe ich noch in Öl eingelegte getrocknete Tomaten, ca. 150 bis 200 Gramm, einfach mit einem Messer grob in Stücke schneiden und nach ca. 5 bis 6 Minuten Kochzeit kommen die vorbereiteten Zutaten mit in die Pfanne, den gewürfelten Kürbis, die getrockneten Tomaten, je einen gehäuften Teelöffel Rosmarin sowie Thymian, einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und jetzt mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, dann noch die vorbereitete Soße dazu gießen, alles zum Kochen bringen und für ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze cremig einköcheln lassen. So kommt der Kartoffel-Kürbis-Mix anschließend in eine passende Auflaufform. Alles gleichmäßig in der Auflaufform verteilen und zum Schluss geriebenen Käse drüber streuen. Ich habe diesmal geriebenen Mozzarella verwendet. Den hatte ich noch im Kühlschrank. Ihr könnt aber wie immer nehmen, was ihr wollt oder da habt. So geht der Auflauf für ca. 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze, bis die Kartoffeln gar sind und alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Kartoffelauflauf aus dem Ofen holen. So sieht er nach dem Backen aus. Wer mag, kann zum Schluss mit gehackter Petersilie garnieren und anschließend können wir den herbstlichen Kartoffel-Kürbis-Auflauf servieren, einfach auf Tellern verteilen und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.